Wechselaufsatz Akkuschrauber 12 Volt Dingeling. Kompakt, gut, macht alles, was man möchte. Bäh. Was war das denn? Das Ding ist wirklich brutal. Was wie so ein Domino geht? Reingeschissen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir 10 12 Volt Akkuschrauber hier im Test. Und zwar nicht einfach irgendwelche Akkuschrauber, sondern Akkuschrauber mit Wechselfutter bzw. Wechselbohrfutter. Das Ganze haben wir uns in einem anderen Video schon mal im Detail angeguckt. Also welches Gerät kann was, welches Gerät hat welche Aufsätze, wie sind die Aufsätze, wie kann man die aufstecken und so weiter und so fort. All das verlinke ich dir mal hier oben nochmal, wenn dich dafür interessierst. Heute werden wir was anderes machen und zwar heute werden wir sie testen. Wer den kleinsten Bauraum, wer hat ordentlich Kraft, wer kann um die Ecke am besten schrauben und so weiter und so fort. Das heute in diesem Video. Heute testen wir also genau diese 10 Akkuschrauber. Und das sind ja nicht einfach irgendwelche Akkuschrauber, wenn du dich damit noch nicht auskennst, sondern das sind ja quasi die Schweizer Taschenmesser unter den Akkuschraubern. Und der Klassiker ist ja gerade in diesem Bereich auch, dass man sich einen 12 Volt Akkuschrauber holt, der diese ungewöhnlichen Dinge machen kann und den 18 Volt so als klassischen Akkuschrauber. Ja? Oder es gibt natürlich auch 18 Volt Schrauber, auch mit diesem Wechselbohrfutter aufsetzen. Falls du noch nicht kennst und das Video, nur dieses Video jetzt bis jetzt gesehen hast, dann hier kannst du halt sehr interessante Aufsätze drauf machen, wie den hier zum Beispiel, und kannst dann um die Ecke schrauben. Und das werden wir uns heute auch angucken, und zwar nicht wer was kann, das wie gesagt im anderen Video hier verlinkt, sondern hier geht es darum, wie kompakt sind sie eigentlich und wie klein ist der Bauraum, in dem ich arbeiten kann. Denn manchmal hast du ja wirklich Situationen, wo du ganz klein oben irgendwie so um die Ecke schrauben musst und genau dafür sind die hier der Lebensretter. Nochmal ein Hinweis, falls du dich für die ganzen technischen Daten interessierst. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da kannst du draufklicken, da bekommst du die Übersichtsseite, wo alle Daten aller dieser Geräte in jeden Feinheiten dargestellt sind. Zusätzlich kannst du dort auch eine Sache machen und zwar kannst du dort abstimmen, was ist dein Liebling? Ja, was ist das beste Gerät nach deinem Dafürhalten? Und dann könnt ihr als Zuschauer in Summe mal sehen, was ihr alle am besten fandet und was eure Meinung ist und nicht nur meine. Ja, das Ganze verlinken wir dir auch hier oben. Und jetzt heute werden wir Folgendes machen und zwar werden wir auch mit dem Thema Bauraum gleich anfangen. Das heißt, wer ist der kompakteste? Und wir werden vielleicht sogar Punkte vergeben, wenn das Sinn macht. Aber das sehen wir am Ende. Mal gucken. So, Bauraum. Und zwar da kann es ja gehen von dieser Größe bis zu dieser Größe. Und ihr seht schon, da ist, andersrum so rum, da seht ihr schon einen riesen Unterschied. Und das messen wir jetzt mal. Pau, pau. Ich werde dazu nur den Schrauber nehmen, ohne weitere Aufsätze und einen Bit. Und zwar deswegen auch ein Bit, weil die Aufnahme jeweils anders ist, weil bei einigen schaut er etwas weiter raus, bei einigen geht er etwas weiter rein, damit du so ein Gefühl dafür hast, was ist die minimale Länge dieser Schrauber. Und dazu gehen wir auch hier hin und wenn das jeweils hier einfach hier dran stellen, messen und bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Bosch 12,5, Flex 16 cm, Einhell 18, Metabo 14,5, Milwaukee 16, 15 cm. Dewalt, oh, das ist aber klein, 14 cm. Bei Festo geht der Bit nur sehr wenig rein. Ja, das trägt natürlich auch nochmal auf. Und da sind wir jetzt hier bei einer Gesamtlänge von 17,5. So richtig unkompakt wird es jetzt. Ja, doch, auch 17,5, aber an der breitesten Stelle hier sind sogar 18. Bei Fein 16,5. Wir schauen uns jetzt also die Exzenter-Aufsätze an. Und das sind diese Aufsätze. Das heißt, hier, ich zeige es dir mal. Das heißt, ich nehme das Ganze und jetzt kann ich hier sehr eng an einem Bauraum, ich raste das mal ordentlich, ich kann hier oben an einem Schrank, ja, ganz eng hier entlang schrauben. Das heißt, die Frage ist wirklich, auf welcher Höhe, minimal, kann ich denn hier eine Schraube hier in so einem kleinen Winkel denn reinschrauben? Denn wir wollen das ja nicht jetzt so machen, dass wir da irgendwie so schräg schrauben, sondern wollen hier ordentlich entsprechend entlang schrauben. Und dafür gibt es genau diese Aufsätze. Einige der Geräte hier haben das gar nicht. Können wir nicht testen, gibt keine Punkte oder was auch immer, geht einfach nicht. Andere haben das schon und da ist es teilweise natürlich auch etwas mehr und etwas weniger. Hier müssen wir mal gucken, ob wir das ordentlich gemessen kriegen. Wir probieren das einfach mal. Hier bei Bosch sind es 12 mm. Einhell 9 mm. So, Metabo
Wir sind gespannt. Metabo 11 mm. Milwaukee 10 mm. Milwaukee 2 16 mm. Dewalt 11. Falls du dich übrigens fragst, wozu brauchst du das eigentlich? Aus mehreren Dingen. Nummer 1 zum Beispiel für Schubladenschienen. Der Standard-Case eigentlich ist eine IKEA-Schubladenschiene und dann möchtest du irgendwie die Schraube gerade reinbekommen. Das geht eigentlich sinnvoll sogar nur mit so einem Aufsatz. Aber genau in so einem engen Bauraum irgendwo an der Kante möchtest du was reinschrauben. Dafür sind die Dinger da, beziehungsweise diese Aufsätze da. Gerade zum Beispiel auch im Küchenbau, ja, wenn du eine Küche aufbaust, abbaust und so weiter. Da gibt es auch interessante Sachen. Aber eigentlich hast du sowas öfter mal. Wenn du irgendwo eine Werkbank zusammenbaust, habe ich es gerade letztens gehabt, die letzte Schraube irgendwo habe ich vergessen und dann musst du da oben irgendwie so, naja, ihr kennt das ja. Was wir aber gesehen haben, ist, dass es einige Geräte gibt, die eben diesen Aufsatz nicht haben. Wie zum Beispiel hier Flex, Festool und Fine. Und das beste Gerät hier im Test war Metabo, Metabo und Dewalt mit 11 mm, beziehungsweise dann, nee, stimmt gar nicht, das beste war Einhell mit 9 mm. Dann haben wir Dewalt gehabt, Metabo und Bosch. Ja, hier steht es ja auch. Ihr seht das ja hier auch die ganze Zeit. Also insofern waren eigentlich alle recht nah dran, bis auf einmal Milwaukee mit 16. Das ist schon ganz schön. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie klein, kompakt und in welchem Bauraum man die Geräte einsetzen kann. Das ist Punkt Nummer 1. Jetzt wollt ihr aber auch wissen, wenn ihr euch so ein Gerät kauft, dann ist ja auch so, ihr wollt es ja auch einfach nur mal so benutzen, ja, für Dinge, wo ihr vielleicht ein bisschen Kraft braucht und Geschwindigkeit. Und deswegen werden wir Folgendes machen, und zwar werden wir erstmal Forstner bohren. Und zwar hier mit einem 35er Forstner Bohrer mit einer normalen Zentrierspitze. Wie lange brauchen wir eigentlich, um durchzukommen? Oder kommen wir überhaupt durch? Durch einfaches, weiches Holz, hier so eine Baubohle, zack, zack, ob das Ganze geht. Und dann haben wir hier noch eine kleine Schraube und wollen sehen, ob wir die auch reinbekommen ins Holz. Ich würde in beiden Fällen, glaube ich, aber nur bewerten, ob sie es schaffen oder nicht. Weil ob sie jetzt eine halbe Sekunde länger brauchen oder nicht, ist ja ein anderes Thema. Jo, hat er geschafft. Gut, dass wir das auf Kamera haben. Sage mal. Also, jetzt aber mal. Das war solide. Was war das denn? Das machen wir nochmal. Das kann, da stimmt irgendwas nicht. Ah, guck dir hier, was Holzweicher. Das Ding ist wirklich brutal. Was? Nochmal. Was ist das? Okay, wir versuchen es im ersten Gang. Oh, was soll denn das? Das wird ja in 100 Jahren nichts. Da ist ein Zentimeter drin. Nee, das lasse ich. Nee, das wird nichts. Keine Chance. Wir haben ein Loch gemacht. In einer Stunde. Und. Okay, vierter Gang können wir vergessen. Dritter Gang. Das war schnell.
Mal nochmal. Nee, da ist Dewald doch schneller. Okay. Solide. Ihr habt gerade gesehen, wie viel Kraft die Geräte haben oder auch manche Geräte eher nicht haben. Fangen wir mal beim Thema Forstner-Bohrer an. Hier ist es so, dass ein Gerät, oder naja, eigentlich zwei Geräte waren es ja, hier so ein bisschen keinen Spaß gemacht haben. Und das waren die beiden Festool-Geräte, die haben auch einfach zu wenig Kraft. Also von den Newtonmetern sind die auch wirklich die kleinsten. Nochmal zum Thema technische Daten, einmal da, ja, da könnt ihr alles mal nachgucken. Ist es so, dass sie einfach, dass sie können. Ja? Also die Forstner-Bohren kann man ganz langsam vor sich hin, aber das macht wirklich keinen Spaß. Ja? Dann hat man aber gemerkt, und das ist etwas, was man eher so auch fühlt, weil du hast das Gerät hier in der Hand, ja, und führst es nach unten und du merkst auch, wie sehr es zieht, wie sehr es will, wie viel Druck du noch ausüben kannst, ohne dass die Geschwindigkeit runtergeht. Und da war es so, dass zwei Geräte hier auf jeden Fall, eigentlich eher so drei Geräte, hervorgestochen haben. Nummer 1 war es hier Flex, die wirklich mit brutaler Power hier durchs Holz gewandert ist. Dann war es Dewald und Milwaukee. Ja? Auch bei Milwaukee hat man schon ordentlich gemerkt, hier ist wirklich richtig viel Kraft vorhanden. Die anderen Geräte wie Bosch, Metabo, auch Fein, war okay. Ja, das hat alles gut funktioniert und würde auf jeden Fall ausreichen, um das hier zu benutzen. 35er Forstner-Bohrer ist schon eine gewisse Ansage, ja, für so ein kleines Gerät in Gänsefüßchen. Dann kommen wir zum Thema Schraube. Wo ist die Schraube eigentlich hin? Ja, hier haben wir eine Schraube. Also, diese Schraube hier hat, glaube ich, 30 cm, richtig? 38 cm, wir haben eine 38 cm Schraube. Was dieser Test gezeigt hat, ist, man denkt, diese kleinen schnuckligen Geräte, ja, 12 Volt ist auch eigentlich so alles Quatsch und das kann doch nichts und ich brauche auf jeden Fall mindestens 18, 36, 40, 72 Volt. Nein, mit diesen Akkuschraubern bekommst du so eine Schraube ohne Probleme ins Holz. Ja, das war Weichholz, ohne Frage, aber ihr habt gesehen, das funktioniert. Das heißt, die normalen Schrauben, die sonst immer benutzt, kannst du mit diesen Geräten hier reinschrauben. Grundsätzlich ist es so, man hat hier eigentlich dasselbe Bild wie vorher wieder gesehen. Und zwar, alle Geräte haben es hinbekommen, bis auf Festool, zu wenig Kraft für so eine große Schraube. Einige Geräte haben so ein bisschen mehr reingewämst. Hier war es vor allem auch wieder Dewald, wo man gemerkt hat, hier ist echt Kraft vorhanden, aber auch Flex und so weiter. Was man bei den anderen Geräten gesehen hat, ist, dass sie konstant es aber hinbekommen. Ja, sie drehen, wie jetzt zum Beispiel der Bosch hier, der dreht und dreht das wunderbar rein. Das funktioniert, ja, das ist kein Problem. Sodass wir auch beim Fazit jetzt sagen müssen, wenn wir uns jetzt mal die ganzen anderen Tests angucken. Ich gehe extra mal ein bisschen zur Seite, weil man kann das dann hier vielleicht da nochmal darstellen. Und zwar fangen wir Nummer 1 an, das Thema Kompaktheit. Ja? Hier nochmal alle Zahlen. Da war es aber so, dass Bosch, Metabo, Milwaukee und Dewald hier besonders gut waren. Ja? Also ich mache mal Folgendes, Bosch, Metabo, Milwaukee war hier der und Dewald.
Ja? Das waren die 4 Geräte, die hier am besten waren. Dann haben wir das Thema Rasterung. Hier ist es auch so, dass diese Geräte zumindest auch jeweils besonders gut waren. Ja? Wir haben Bosch gehabt mit 16 Rastern, Metabo, auch hier wie die Zahlen. Ja? Metabo da hatten wir nur 12, da können wir vielleicht einen kleinen Tick wieder nach hinten. Dewald hatten wir mit 18, Milwaukee auch mit 12. Naja, vielleicht einen kleinen Tick nach hinten zu diesem Thema. Ja? Dann haben wir das Thema Kompaktheit. Auch hier waren genau diese Geräte auch sehr gut, wie aber auch viele andere. Da können wir eigentlich gar nicht groß was kritisieren, außer Milwaukee. Und zwar genau war es auch wieder dieses Gerät. Ja? Dieses Gerät hat hier beim Thema Accenter war es am weitesten weg vom Boden, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt hier noch eine zweite Stellung, die man benutzen kann, aber die ist hier hinten limitiert. Das heißt, es geht nur an ganz bestimmten kleinen Stellen. Die nehmen wir jetzt nicht in die Wertung mit auf. Da würde es besser laufen. Und dann haben wir das Thema Kraft und Power. Ja. Da haben alle diese 3 genauso gut abgeschnitten. Beziehungsweise hier war es so, dass Dewald am stärksten war. Das heißt, wenn man jetzt mal das Objektiv ein bisschen subjektiv betrachtet, ist es so, dass Dewald hier eigentlich das stärkste Gerät ist. Kompakt, gut, macht alles, was man möchte. Ja? Ist ja auch von der reinen Kraft her das stärkste hier im Test. Zusätzlich muss man hervorheben, dass es bei Bosch eine Funktion gibt, die nur Bosch hat. Und zwar ist es bei Bosch so, dass du im arretierten Zustand, ich zeige es euch mal hier am besten hier, dass man im arretierten Zustand das Gerät, ja, ich nehme das jetzt mal so und das ist, nennt sie hier auch Flexi-Click, ihr habt das Klick vielleicht gerade gehört, im arretierten Zustand, ohne es abzubauen, kann ich das Ganze hier verstellen. Ja, muss es nicht hier die Arretierung lösen und einen anderen Winkel einstellen, das geht hier einfach am intuitivsten. Insofern, das ist auch nochmal ein Grund, sich vielleicht gegebenenfalls für das Gerät hier zu entscheiden. In Summe kann man aber sagen, dass das Testfeld eigentlich gut war, sehr solide. Ihr müsst euch klar überlegen, wofür braucht ihr die Geräte. Ja, wenn ihr sie multifunktional einsetzen wollt, ja, wie ich es persönlich machen würde für mich Festool hier rausfallen, weil da wir nicht alle Aufsätze haben und es mir etwas zu wenig Kraft hätte. Weil ich möchte es nicht nur im Spezialbereich einsetzen, zum Beispiel im Küchenbau brauchst du wahrscheinlich auch nicht mehr Kraft als die Geräte, aber ich bin überall unterwegs, ja, und dann möchte ich auch mal ein bisschen Bums haben. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu den Geräten, was ist euer Liebling, was ist euer Gewinner. Und falls ihr abstimmen wollt, denkt dran, hier oben und unten verlinkt in unserer Werkzeugdatenbank könnt ihr auch nochmal für die Gesamtheit abstimmen oder nachgucken, was die anderen alle am besten fanden. Ja, insofern würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir müssen jetzt ganz schön aufräumen. Tschüssi.